Hast du auch schon mal solch eine raffinierte Faltkarte bekommen und dich gefragt, wie sie wohl gebastelt wird? Eine Endloskarte. Endlos kann immer wieder weiter gefaltet werden. Wie diese Kartenform angefertigt wird, das zeige ich dir jetzt. Und das Ganze kurz und knackig, also bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Die Endloskarte steht auf dem Plan. Kurz und knackig. Ja, wie wird sie gebastelt? Das zeige ich dir jetzt, was du dazu brauchst und wie schnell du sie anfertigen kannst. Und am Schluss zeige ich dir noch ein paar Varianten. Okay, du brauchst dazu ein Stück Farbkarton. Wir machen es mal von Anfang an, trotzdem kurz und knackig in den Maßen 14 x 28 cm. Und Designerpapier in den Maßen 3 x 6,5 cm, insgesamt 8 Stück, gern in 2 verschiedenen Designs, und 8 kleine Quadrate Designpapier in den Maßen 3 x 3 cm, auch davon 8 Stück. Jetzt kannst du variieren. Entweder nimmst du Designerpapier und gestaltest es dann nachträglich aus, oder weißen Farbkarton zum Gestalten, Kolorieren, Stempeln. Wenn du das in einzelnen Feldern gestalten möchtest, dann brauchst du jetzt 8 mal Designerpapier, in dem Fall in 6,5 x 6,5 cm. Und wenn du wie hier ganze Flächen, Rechtecke gestalten möchtest, dann brauchst du 4 mal Grundweiß Farbkarton in den Maßen 6,5 x 13,5 cm. Wir nehmen zuerst den Papierschneider wie üblich, mit dem man auch falzen kann, und damit wir uns die Arbeit erleichtern, ziehen wir an dem großen Stück, an der kurzen Seite in dem Fall, an der 14 cm Seite, links und rechts eine Falzlinie bei 3,5 cm. Und dann legen wir es ab ein und schneiden uns jetzt immer 7 cm Stücke. 1, 2, 3 und erhalten das 4. 4 Stücke, soweit ist es fertig. Dann nehmen wir die 4 Stücke und falzen links und rechts diese 3,5 cm Streifen. Ich würde dir hier auch empfehlen, nachträglich zu kleben, also das Designerpapier nachträglich aufzukleben, damit die Gestaltung dann auch in deinem Sinne angefertigt ist. Wenn du das falzt, dann schau nochmal, dass es in der Mitte überall nicht überlappt, denn es sind praktisch 3,5, 7 cm, 3,5, also müssen die 2 Klappen genau die Seiten ergeben, die gleiche Fläche wie in der Mitte. So, und damit das Ganze jetzt nicht verzwickt wird, legen wir uns das ganz einfach mal so hin. 2 Stück senkrecht, 2 Stück quer. Ich habe hier schon mal Klebstoff aufgetragen, und zwar doppelseitiges Abreißklebeband. Wo habe ich das hingeklebt? Jeweils in die Außenquadrate. Das heißt, dieses Feld in 3,5 x 7 cm teile ich mir gedanklich genau bei 3,5 cm, und auf die äußere Fläche klebe ich mein Klebeelement, also der Klebstoff, Flüssigkleber oder in dem Fall doppelseitiges Abreißklebeband. Das sollte auch genau passen, also nicht weiter kleben als 3,5. Bis dahin müsste passen. Schauen wir mal, legen wir mal an. Passt, genau, knapp, aber passt. Jetzt haben wir 2 quer, 2 längs. Wir nehmen das oberste quere hier drüben und schieben es auf das längste und kleben es genau rechtwinklig an. Und dafür entweder die Unterlage nutzen, oder ich muss hier mal meinen Kopf ins Bild halten. Genau, Feld Nummer 1. Jetzt nehmen wir das andere hier drüben, das quere, und kleben es hier unten drauf. Möglichst passt jetzt alles in der Mitte der Falz, an der Seite die Kanten und nichts überlappt. Wenn doch, müssen wir am Ende Millimeter abschneiden. So, das passt. Hier die Linie ist klar, die Linie ist klar, passt. Jetzt haben wir das Element so geklebt. So, okay, jetzt drehen wir es einmal um und kleben dieses Element jetzt von der anderen Seite gegen. Und da ziehen wir erstmal oben ab.
wieder rechtwinklig, die Ecke ist wichtig, die Mittelkante ist wichtig, dass alles die Linien an der gleichen Stelle rauskommen. Das passt. Und hier unten genauso abziehen und das letzte Quadrat aufkleben. So, jetzt schauen wir mal, ob es passend funktioniert. Jetzt nehmen wir unser Falzbein und falzen die einzelnen Schritte durch. Nochmal zur genauen Betrachtung. Die eine Seite längs und die andere Seite quer. Okay, also erste Variante. Zweite Variante, unten und oben gehen nach hinten. Passt auch. Falzlinie. Nächstes falzen wir die beiden Seiten nach hinten. Passt wunderbar. Und die letzte Linie falten wir das vor. Fertig. Und jetzt zeige ich dir einmal, wie ich das geklebt habe und dann sind wir fertig. Von unseren Feldern 3 x 6,5 cm klebe ich hier oben und unten diese. Könnte ich noch kolorieren, lasse ich jetzt aber so. Und in die Mitte kommt dieses Feld. Und wenn wir das alles ordentlich gemessen haben, dann würde ich das jetzt erst gestalten. Hier habe ich Designerpapier genommen, hier habe ich gestempelt. Gestalten und dann genau in der Mitte auseinanderschneiden. Das Feld ist 13,5, also bemühen wir uns ein bisschen, schneiden auseinander bei was? Bei 6,8, 6,75. Moment, jetzt habe ich mich wieder verrechnet. Wir schneiden auseinander bei 6,8. Genau. Gut, dann wird es hier drauf geklebt, bündig in der Mitte. Ist klar. Und dann würde ich das nächste Feld machen, würde wieder hier außen diese 4 Ecken kleben. Auch da schauen, dass die Richtung stimmt, weil irgendwann kommen die aufeinander, treffen die aufeinander bei der Faltung. Das zeige ich dir gleich nochmal. Dann gestalte ich dieses Feld und schneide es genauso in der Mitte auseinander. Ja, und so fülle ich mein ganzes Element. Jetzt kommt noch ein kleiner Tipp. Entweder du machst es so, dass du jetzt der Reihe nach alle Felder gestaltest und immer schaust, dass es so rum dich anschaut. Oder du machst es so, wie ich es einfach gerne mache. Warum? Weil ich finde es schön, wenn man die Karte am Ende hinstellen kann. So. Und dann hätte ich natürlich gern, dass alle Schriften und alle Bilder in eine Richtung zeigen. Deswegen gestalte ich zuerst die Vorderseite, drehe es dann rum, gestalte die Rückseite und dann gehe ich auf das nächste Feld und dann habe ich 3 Felder in eine Richtung. Ja, das ist die Endloskarte. Das war's auch schon. So schnell geht das. Falls du Fragen hast, immer her damit. Und jetzt, also habe ich hier noch ein Teil, genauso gearbeitet. Ist von der Kollektion Erdmännchen. Und dann hatten wir ja da noch die wunderbaren Mohnblüten. Stempelset haben wir immer noch. Hier habe ich noch eins mit den Fischen, mit den Walen. Walen ist auch schön. Mit Liebe und Meer. Genau. Da kommt gar nicht viel, aber immer ganz viel Fisch. Wal. Kein Fisch, Säugetier. Und dann hätte ich noch dieses hier mit dem Designerpapier, ist in einer anderen Form gebastelt. Da kann ich dir gerne die Anleitung verlinken. Und du siehst, auch hier ist innen noch nichts an Texten aufgebracht, aber ich finde schon allein so macht das doch Spaß, das endlos immer wieder zu falten. Ja, wenn es mal langweilig ist, ne? Endloskarte raus und falten. Auch sehr meditativ. Ja, das war's, kurz und knackig. Ich hoffe, dir hat meine Anleitung gefallen, dann gib mir einen Daumen hoch. Alle verwendeten Materialien kannst du einfach und direkt über meinen Online-Shop bestellen. Lieferbarkeit siehst du dort. In der Beschreibung habe ich das verlinkt. Ansonsten kannst du mich anschreiben. Ich habe regelmäßig Sammelbestellungen. Da sparst du das Porto ab 60 €. Ja, hier geht's weiter. Ich verlinke dir da oben in der Ecke, da, noch mehr kurz- und knackige Kartenfalltechniken und überhaupt jede Menge Videos und Anleitungen findest du auf meinem Kanal. Also bis gleich in einem meiner nächsten Videos. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.